Im Video heute zeige ich euch mein April Bullet Journal Setup. Die Idee für das Marienkäfer-Theme für mein April Bullet Journal Setup habe ich tatsächlich von einer lieben Abonnentin bekommen, die mir unter eines meiner letzten Videos einige Theme-Ideen aufgeschrieben hat, wofür ich echt dankbar bin. Also wenn ihr jemals eine Idee oder einen Wunsch für ein Theme habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein April Bullet Journal Setup ist auch wieder etwas bunt, was mir aber irgendwie gute Laune gibt, wenn ich es anschaue. Und außerdem die Farben, die ich genommen habe, also Rot und Grün, sind auch Komplementärfarben, also passen super gut zusammen. Für meine Coverseite, für mein April Bullet Journal Setup, habe ich auf der linken Seite so kleine Pflänzchen gedudelt. Einfach weil ich sonst nicht wusste, was ich dahin zeichnen soll und weil ich so Doodles super süß finde. Auf die rechte Seite habe ich einen Marienkäfer auf so eine grüne Fläche gezeichnet, die mit den geschwungenen Linien so hohes Gras darstellen soll. Ich hoffe, man erkennt das. Und drunter habe ich das Wort April in so Blockbuchstaben geschrieben, rot ausgemalt und schwarze Punkte drauf gezeichnet, damit es zu dem Marienkäfer-Theme passt. Für die Monatsübersicht in meinem April Bullet Journal Setup habe ich mich wieder ein bisschen von meinem Setup vom letzten Monat inspirieren lassen. Auf die linke Seite habe ich wieder einen Kalender zur Übersicht gemacht und unten drunter wieder wie auf der Coverseite so Grashalme und 2 Marienkäfer. Auch die Anfangsbuchstaben für die Wochentage habe ich in so eine Box mit Grashalmen gemacht, damit es zum Theme passt. Und die Buchstaben habe ich in Rot geschrieben, damit sich auch die Farben wiederholen. Auf die rechte Seite habe ich dann die Boxen für die monatlichen To-Dos, meine Termine und meine Ziele gemacht. Auch hier habe ich die Schrift wieder rot gemacht, damit es zum Theme passt, und damit die Seite nicht ganz so leer aussieht, habe ich an den Rand auch noch einen Marienkäfer gezeichnet. Ich habe mich da irgendwie ein bisschen schwer getan, die Seite interessant zu gestalten, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ich setze mir selber zu hohe Ansprüche. Das muss ich irgendwie noch in den Griff kriegen. Mein Habit-Tracker für mein April Bullet Journal Setup habe ich wieder ein bisschen verkleinert, weil 8 Habits letzten Monat doch ein bisschen viel waren. Das lag aber vielleicht auch an der Bachelorarbeit, die ich jetzt übrigens endlich abgegeben habe. Also ich freue mich schon drauf, mir jetzt endlich wieder mehr Zeit für meine YouTube-Videos zu nehmen. Und weil ich auch wieder mehr fotografieren will, habe ich auch das als Habit mit aufgenommen. Und ich freue mich so wahnsinnig auf die nächsten paar Wochen, in denen ich mir richtig Zeit für meine Kreativität und für mich selbst nehmen kann. Was wäre das Erste, was ihr machen würdet, wenn ihr jetzt eine Woche nur Zeit dafür haben würdet? Der Mood-Tracker für mein April Bullet Journal Setup ist ähnlich zu denen von den letzten Monaten, aber ich habe die Kästchen ein bisschen anders angeordnet, um mal etwas Abwechslung reinzubringen. Die Grasfläche und den Marienkäfer habe ich dafür in die Mitte gesetzt. Die Kästchen fülle ich dann entsprechend meiner Laune auch in einer Art Marienkäfermuster, aber halt mit verschiedenen Farben aus. Ich bin schon echt gespannt, wie das am Ende dann aussehen wird.
Mein Social Media Tracker für das April Bullet Journal Setup ist vom Layout her auch wieder ähnlich zu letztem Monat. Hier habe ich die 2 Balken allerdings mit den Wellenlinien für die Grashalme gefüllt und mal die dann Stück für Stück aus, je nachdem wie viele Abonnenten dazukommen, und schreibe die Zahl dann entsprechend rein. Und auch das Datum, an dem ich die Zahl erreicht habe, schreibe ich dann eben. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man dann nach einer Weile zurückschaut und sieht, wie das Wachstum so vorangegangen ist. Zum Ausmalen habe ich hier leider den falschen Stift erwischt, aber naja, halb so wild. Auch einen Expense-Tracker habe ich wieder in mein April Bullet Journal Setup genommen, auch wenn ich den von März gar nicht benutzt habe. Das liegt ja wahrscheinlich daran, dass ich nicht wirklich Zeit hatte und ich merke einfach, wie dringend ich meine Ausgaben im Blick behalten sollte. Meine größten Ausgaben sind definitiv für Essen und da bin ich auch gerade dran, das ein bisschen runterzuschrauben. Das liegt halt hauptsächlich daran, dass ich immer diese Like Meat Fleischersatzprodukte und so Alpro Joghurt kaufe und das ist einfach so teuer. Gebt ihr auch so viel Geld für Essen aus oder liegt das an mir? Ich hoffe, euch hat mein April Bullet Journal Setup gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch nächste Woche bei meinem Weekly April Bullet Journal Setup.